Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ich will euch heute zeigen, wie ihr Maschen am Anfang von Reihen zunehmen könnt. Das geht mit Aufstricken, und zwar geht das mit der Methode nur am Anfang von Reihen. Sieht dann so aus, ihr seht auf der einen Seite so eine kleine Kordel, auf der anderen Seite, ja, seht ihr, die Kordel ist ein bisschen lockerer. Deswegen würde ich euch diese Methode nicht unbedingt für Ärmel empfehlen, könnt ihr natürlich machen, aber wenn ihr dann hier unten die anderen Ärmelmaschen wieder rausnehmen wollt, dann ist das mitunter ein bisschen löchrig. Aber manchmal geben Anleitungen vor, dass man am Anfang von einer Reihe mehrere Maschen aufnehmen muss. Und wie das geht, seht ihr hier. So. Und wenn ihr wissen wollt, wie das jetzt geht, dann bleibt dran und ich zeige es euch. So, zum Anstricken brauche ich natürlich mein Strickstück. Das ist jetzt hier wieder mein Pullover-Dummy oder mein Strickstück-Dummy, was dazugehört. Und ich habe an der Stelle meine Rückreihe gestrickt und kann jetzt hier vorne aufstricken. Und das geht ganz leicht, und zwar steche ich dabei in die Masche ein, als würde ich die jetzt rechts abstricken wollen. Stricke hier eine Masche raus, also ganz normal rechts abstricken, und dann lege ich mir den Faden hier vorne wie zum Rechtstricken auf die Nadel. Also nicht so drauf schubsen, weil dann liegt die verkehrt rum. Ich lege mir den hier von rechts auf die Nadel. So, dann stecke ich ja hier schon drin. Ich kann natürlich neu einstechen, aber ich stecke ja hier schon drin wie zum Rechtstricken und kann die Masche direkt wieder abstricken, und zwar rechts, ne? Und lege den Faden, drehe die Nadel wieder und lege den wieder, so dass beide Nadeln parallel liegen, wieder auf die Nadel drauf und kann jetzt, da ich ja schon in der Masche drin bin, mir den Faden neu holen. Zack, einstechen, drauflegen, bin schon drin und kann mir den Faden neu holen. So, einfach einstechen, drauflegen und zack, und schon kriege ich hier in relativ schneller Geschwindigkeit am Anfang von der Reihe Maschen drauf. So sieht das Ganze aus, und hier könnt ihr natürlich beliebig viele Maschen aufnehmen, so wie ihr sie braucht. Wenn ich das jetzt abstricke, kann ich im Gegensatz zum Kordelanschlag und zu dem anderen Aufstricken am Ende von Reihen die erste Masche nicht abheben, sondern die muss ich stricken. Warum, zeige ich euch. Die habe ich ja gerade aus dieser Masche rausgestrickt. Ihr seht, die kommt ja da noch raus. Würde ich die jetzt nur abheben und die nächste da rausstricken, hätte ich hier einfach nur 2 Umschläge auf der Nadel, und das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, die muss ich natürlich hier drauflegen, und auch die muss ich rechts abstricken, und dann kann ich alle anderen Maschen auch stricken, dann funktioniert das auch. An der Stelle funktioniert ein Abheben der ersten Masche nicht. So. Und dann kann ich meine Maschelchen hier abstricken, und das geht natürlich auch auf der anderen Seite. Und da stricken wir die Maschen links auf, und wie das geht, das zeige ich euch natürlich auch. So. Letzte Masche ist gestrickt, dann drehe ich jetzt hier um. So, und jetzt habe ich ja die linke Seite, und jetzt steche ich hier links in die Masche ein, als würde ich die links stricken wollen, stricke die natürlich auch links ab und lege die wieder drauf. Die kann ich gleich links drauflegen. So, dann steckt auch hier meine Nadel wieder drin, und ich stricke die Masche, wenn mir die Nadel nicht rausfliegt, auch wieder links ab, lege sie drauf und kann sie dann direkt, weil ich ja die Nadel noch drin stecken habe, hier wieder links abstricken. Also drauflegen, von rechts nach links einstechen, links abstricken, drauflegen, und dann bin ich ja schon eingestochen und kann die nächste Masche hier direkt ganz einfach abstricken. Ist also gar nicht schwer und geht dann auch am Ende ganz flott. So, und auch hier ist natürlich der Punkt, ich kann jetzt nicht einfach die erste Masche abheben, denn dann habe ich hier genau das gleiche Drama, dass ich hier einfach nur eine doppelte Drehung drin habe. Das heißt, hier auch auf der Rückreihe
muss ich die erste Masche abstricken und dann kann ich alle anderen Maschen stricken. So. Und dann habe ich auch hier meine Maschen zugenommen. Das hier geht immer nur am Anfang von einer Reihe. Das andere Video, was ich euch gezeigt habe, ist halt immer am Ende einer Reihe. Und Kordelanschlag geht sowohl am Anfang als auch am Ende. Den habe ich euch auch in einem anderen Video gezeigt. So, wenn ich das jetzt abgestrickt habe, dann sieht das so aus. Und dann haben wir hier auch so eine Art kleine Kordel, aus der man dann später für die Rückreihen ganz gut die Maschen aufnehmen kann. Wenn man jetzt beispielsweise den zweiten Ärmel strickt, dann braucht man den nicht separat aufnehmen. Den kann man hier dann nämlich direkt aus diesen kleinen Kordelchen aufnehmen. Da, ihr seht's. So, die haben wir hier natürlich auf der anderen Seite auch, in die andere Richtung nur. Und das erleichtert uns natürlich das Stricken ungemein. So, ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Empfehlt es euch auch gerne eurer Freundin. Und wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks haben wollt, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen.